Liebe Fische, hier kommen eure Impulse für jetzt mit einer Neunerlegung für das Kollektiv der Fische. Gucken wir mal, was wir für eine Botschaft kriegen. Um was geht es? Was darf ich sagen? Was soll ich weitergeben? Es geht um euer Umfeld, um euren häuslichen Bereich. Vielleicht auch ein Stück weit um das Wohnumfeld. Eure Stabilität. Es gibt Dinge, die ihr klären müsst, vielleicht auch, wo ihr ein bisschen im Nebel steht, wo sich das noch nicht richtig zeigt, welche Richtung als nächstes ansteht. Das lässt sich auf die Schnelle klären bei euch. Das Einzige, was man hier sieht, ist, dass ihr hier eine Wunde habt, die euch hindert, voranzukommen, die euch vielleicht auch im Umfeld immer wieder so ein bisschen ausbremst oder euch hindert, an die Erfolge zu kommen, die ihr eigentlich verdient. Das Außen spielt ja eine große Rolle. Wie sieht man dich? Wie nimmst du wahr? Also dieses klassische Sehen und Gesehen werden. Ich habe das Gefühl, dass du hier sehr schnell irgendetwas in Bewegung bringst, weil das Außen dafür sorgt, dass sich Dinge klären. Also das ist kein Impuls von dir. Ja, und wir haben die Fische dabei. Einerseits ist das eine emotionale Sache, die in dir sitzt oder die dich auch hindert, voranzugehen. Andererseits ist es vielleicht auch eine finanzielle Sache. An sich sehe ich hier im Jetzt, dass du dabei bist, Emotionen und Finanzen zu stabilisieren, angeregt von außen. Wir haben die Sterne für dich. Also die Dinge, die sich jetzt zeigen oder die sich für die Zukunft entwickeln, die bringen dir schon mal ein bisschen Glück mit. Die klären auf. Die stehen unter einem guten Stern. Vielleicht sind die Abendstunden auch so ein Thema für dich. Wo du viel Impulse kriegst, ne? Diese Zeit vor dem Einschlafen oder so könnte man sagen, oder ja, wo du halt so ein bisschen besinnlicher bist und über alles nachdenkst, wo dich der Alltag nicht so einholt. Und es geht bei dir auch darum, alle Herzensangelegenheiten zu klären, Familienthemen in die Stabilität zu bringen. Für einen oder anderen zeigt sich hier ein Gegenüber. Das kann hier eine alte Liebe sein, eine Affäre mit Herz. Es kann aber auch sein, dass diese Dinge sehr mit einem gebenden Teil von dir verbunden sind. Wenn du Single bist, hast du hier sehr gute Möglichkeiten. Für einen oder anderen kann es auch sein, dass sie sich zwischen zwei Personen entscheiden müssen oder für einen die Vergangenheit noch ein bisschen in die Klärung bringen, auch was die Finanzen mit anbelangt. Wichtig sind bei dir alle Herzensangelegenheiten, für die du sehr viel gibst, ne? Es kann speziell auch um ein Gegenüber gehen, wo du hier bereit bist, auch nochmal abzuschließen oder aufzuklären für dich oder zu gucken, wo hindert dich eine Person noch unbewusst, ne? Aus einer Wunde, aus der Vergangenheit raus. Man kann bei euch das Thema Seelengefährte sehen, also die bringen ja immer spezielle Aufgaben mit. Das kann bei euch im Speziellen tatsächlich das Thema Abhängigkeit, Unabhängigkeit sein. Wir gucken weiter für die Fische.
Ja, wir kriegen hier den Neumond. Ihr entgiftet irgendeine Situation. Ihr zieht den Stachel aus der Wunde raus. Ihr beginnt neu. Da ist sehr viel Inspiration für euch. Ihr geht hier vielleicht mit gestärkter oder erhöhter Sensibilität durch euer Leben und ihr spürt oder ihr merkt, dass alles, was ihr hier erledigen müsst, eurer Resilienz dient, das heißt eurer psychischen Widerstandskraft, die sich hiermit stabilisiert und verstärkt, also dieses stärker sein, stärker werden. Ihr spürt, glaube ich, an sich sehr viel mehr. Wir haben mit den Fischen natürlich hier auch die Emotionen, die hier geblockt sind oder die von irgendwelchen Verletzungen sich immer wieder ins Jetzt präsentieren. Ihr habt hier den Erfolg liegen. Das Ende der Legung ist tatsächlich die Harmonie, die ihr euch erschafft in irgendeinem Thema. Familie, Haus, Geld, Liebe, liegt alles dabei. Und der Schutzengel begleitet euch ein Stück durch diese Situation. Also es ist eine geschützte Sache. Dann gucken wir hier noch nach einem Kraut für euch oder nach einer Pflanze. Guckt mal, ihr lieben Fische. Ihr habt die Wunschpflanze. Sähe einen Samen für deinen Wunsch. Hier kannst du zum Beispiel eine Lieblingspflanze in dein Lichtfeld malen oder einen Traum visualisieren und den dann in den Himmel wachsen lassen. Vielleicht sähst du tatsächlich mal irgendwo eine Pflanze ein. Ist ja auch die Zeit dafür. Familienkultur scheint ein Thema zu sein, ne? Hier haben wir die Lilien dabei. Hier geht es einfach um die Dinge, die innerhalb deiner Familienstruktur auch vorgehen, die dich immer wieder betreffen oder die du auch als Fundament mit im Leben hast, wo du bestimmte Themen erkennen kannst, die aus diesem Themengebiet vielleicht auch hinderlich oder verletzend in dir mitschwingen. Die ganze Familiengeschichte, die damit dranhängt. Und wir haben hier noch für dich, oh, eine positive Nachricht ist auf dem Weg zu dir. Du darfst mehr abgeben. Ihr lieben Fische, ich wünsche euch was. Ich drücke euch. Bis bald.